Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es darum, wie Banken funktionieren. Das erwartet man jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einer Reihe, die sich ja eigentlich um was absolut weg von Banken dreht. Also Bitcoin ist ja absolut unabhängig von der Bank und ja, wir wollen aber trotzdem dieselben Schritte gehen, die auch wirklich das Bitcoin-Konzept gemacht hat, weg von der Bank hin zum dezentralen System, und wir wollen uns auch angucken, warum die das gemacht haben und wie vor allem sie das gemacht haben, und dann wird vielleicht auch eher klar, was da so passiert. Das heißt, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Theorie, allerdings Grundlagen und so weiter, und anschließend werden wir diese Grundlagen noch ein bisschen mehr vertiefen. Das heißt, wir werden uns die einzelnen Dinge angucken, wir werden Praxis machen und so weiter und so fort. Und ja, wenn ihr nur an der Praxis interessiert seid oder euch vielleicht dieses Grundlagenwissen absolut nicht interessiert, dann überspringt einfach die Videos und steigt später wieder ein. Wie gesagt, die Playlist wie immer in den Infokarten drin. Oben rechts, dieses kleine i. Okay, super. Fangen wir an. Und zwar, ja, eine Bank ist normalerweise erstmal eine Bank. Da gibt es irgendwie Geld, das wird dort eingelagert. Und wenn man jetzt ein Konto eröffnet, dann wird man hier einfach, also jetzt habe ich einfach mal zwei Beispielkonten, eins von Alice, eins von Bob. Und jetzt kann man darauf Geld einzahlen. Das heißt, ich kann hergehen und kann mein Bargeld einfach dorthin bringen zur Bank, und die Bank verwaltet das dann sozusagen für mich. Und genau dieses Verwalten ist das große Problem, was man eigentlich loswerden möchte. Denn ja, Banken sind zentral. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Geld einzahle an diese Bank, dann habe ich das Geld ja nicht mehr in der Hand. Sagen wir also, Alice hat nichts eingezahlt, aber Bob müsste eigentlich mal langsam was einzahlen, weil er minus 60 Euro Guthaben hat. Und die gehen jetzt her und zahlen jeweils, keine Ahnung, 100 Euro an ihr Konto ein, und die Bank rennt weg. Dann ist dieses Geld auch weg. Sie haben keine Chance mehr, da dran zu kommen, weil die Bank eben weg ist. Sie sind abhängig von der Bank. Und ja, das ist natürlich nicht so toll. Okay, im Fall von Alice jetzt einfach mal kurz das Guthaben berechnen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach, deswegen nur ganz schnell. Und zwar, ja, alle Einzahlungen aufsummieren und alle Auszahlungen aufsummieren, die davon abziehen. Das heißt, einfach hier 50 Euro sind von Bob reingekommen, das heißt plus 50 Euro, minus 10 Euro, die an Eve rausgegangen sind. Das heißt, wir haben noch 40 Euro auf dem Konto von Alice. Das ist super einfach, dürfte auch klar sein. Aber dieses Guthaben ist erstmal nicht da. Wenn tatsächlich jetzt in diesem Moment alle, die in Deutschland oder alle, die in der EU leben, hingehen würden und das Geld von der Bank abheben würden, dann merkt man, dass da eigentlich nicht genug Geld existiert. Es existieren nicht genug Euro, um tatsächlich jedem sein Guthaben auszuzahlen. Und das ist was sehr, sehr gefährlich ist. Weil, ja, man verlässt sich einfach drauf, dass es einfach immer funktioniert, aber das tut es nicht unbedingt. Ursprünglich war dieses System Geld erstmal gedacht dafür, dass jeder einen festen Anteil am staatlichen Gold zugesichert bekommt. Das heißt, keine Ahnung, 50 Euro sind halt einfach ein gewisser Teil Gold, den der Staat so besitzt. Und man kann jederzeit hergehen und kann dieses Gold umtauschen. Aus dem Gold ist dann irgendwann gedrucktes Geld geworden, und aus diesem gedruckten Geld kann man jetzt allerdings kein Gold mehr machen. Das heißt, ich kann zwar hergehen, und das gedruckte Geld reicht auch nicht aus. Das heißt, ich kann jetzt zwar hergehen und sagen, hey, ich hätte gerne, aber wenn es jeder macht, dann haben wir Schwierigkeiten. Auch das vielleicht so ein bisschen kritisch zu betrachten hier. Okay. Wenn wir jetzt also eine Überweisung uns angucken wollen, die sieht dann erstmal folgendermaßen aus. Achtung, die geht nicht vom Konto aus, sondern Alice sagt, sie würde ganz gerne 10 Euro an Bob überweisen. Dann passiert Folgendes. Alice muss sich erstmal authentifizieren, so nennt sich das Ganze. Das bedeutet einfach nur, Alice muss zeigen, dass sie auch wirklich Inhaberin des Kontos ist. Im Normalfall irgendwie, sagen wir jetzt mal ganz oldschool, sie geht zur Bank, hat einen Ausweis dabei und sagt, hi, ich bin Alice, schau, hier ist mein Ausweis, ich würde ganz gerne 10 Euro an Bob überweisen. Und sie sagt dann natürlich, wer genau dieser Bob ist. Im Fall von Online-Banking geht das Ganze ein bisschen schneller, aber das ist dann auch relativ kompliziert. Im Fall von Online-Banking mit allerlei Kryptographie tatsächlich auch, aber hat nicht wirklich was mit Kryptowährungen zu tun. So, jetzt wird erstmal hier eine sogenannte sichere Verbindung aufgebaut. Das war das, was ich euch gerade erzählt habe. Das heißt, man geht her, man geht zur Bank, das ist jetzt unsere sichere Verbindung, man geht zur Bank hin und sagt demjenigen bei der Bank, hey, ich würde ganz gerne Geld umtauschen oder Geld an jemanden schicken. Und derjenige empfängt dieses Geld dann, in Anführungsstrichen. Allerdings wird das nur auf der Seite der Bank umgetauscht, also eigentlich nur umgebucht. Das heißt, die Bank sagt, okay, ich mache jetzt hier halt einfach mal auf einem Stück Papier, dir ziehe ich 10 Euro ab, Alice, und Bob kriegt 10 Euro drauf. Und eigentlich hat Alice ihr eigenes Geld niemals gesehen während der ganzen Transaktion. Sie hat eigentlich das Geld niemals auch nur angefasst, sie hat nur jemand anders gesagt, er soll bitte das Geld überweisen.
Und das ist vielleicht auch so ein bisschen kritisch zu betrachten, dass man eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr über sein Geld hat. Wenn die Bank jetzt Bock drauf hätte, könnte sie einfach hergehen und aus diesen 10 Euro 100 Euro machen. Das bedeutet, man weiß eigentlich nicht, was eine Bank wirklich macht. Klar, in vielen oder im Normalfall muss so eine Bank auch staatlich irgendwie gesichert sein. Das heißt, man hat schon eine gewisse Garantie, aber man kann einfach nicht wirklich immer dafür sorgen, dass diese Garantie auch wirklich besteht. Im Fall von Griechenland sehen wir es ja, die Leute dürfen zum Beispiel nicht mehr genug oder durften nicht mehr genug Geld abheben. Gerade noch so, dass sie leben konnten gefühlt. Und ja, es gibt mehrere Bankenkrisen, die wir schon mitbekommen haben, denke ich mal. Also dürfte klar sein, was ich meine. Das heißt, hier immer Vorsicht und es wird schon alles gut, das Konzept hat Bitcoin halt hinterfragt und hat gesagt, okay, vielleicht wird halt mal nicht alles gut. Wir bauen uns eine eigene Währung, die das dann vielleicht besser machen kann. Ein weiterer großer Problempunkt, vor allem in meinen Augen jetzt, ist, sagen wir mal, ich möchte 10 Euro an Bob überweisen. Dann weiß die Bank haargenau, dass ich dieses Geld an Bob geschickt habe. Denn sie kennt ja mich, ich musste mich ja ausweisen. Und sie kennt Bob, der musste sich beim Konto erstellen ausweisen. Das heißt, die Bank weiß ganz genau, was da gerade passiert ist und warum das passiert ist. Alles nicht so toll, wenn man anonym bleiben möchte oder auch nur ein bisschen anonymer sein möchte. Problem ist natürlich auch, also ich habe euch das ja letztes Video erzählt mit PayPal, die dann eine Zahlung an WikiLeaks einfach so blockiert haben und dann einfach gesagt haben, nö, machen wir nicht. Passiert relativ häufig tatsächlich, also ich habe euch ja auch noch mit Griechenland und so weiter das erzählt. Alles nicht so toll. Und das nennt sich zentralisiertes System. Ihr wisst, Bitcoin ist ein dezentrales System. Normale Banken sind zentralisiert. Das bedeutet, wir müssen Vertrauen in diese zentrale Instanz, sprich die Bank, entgegenbringen und müssen denen dann sozusagen vertrauen, alles richtig zu machen. Klar, die werden ein bisschen kontrolliert, aber keine Kontrolle, oder wenn es möglich wäre, das Ganze ohne Kontrolle durchzuführen. Einfach so wirklich, es muss richtig sein, weil es einfach anders nicht funktioniert. Das wäre dann schon ganz nett. Und ja, das will eben Bitcoin erreichen. Okay, gut, das war's von meiner Seite erstmal wieder so als kleine Einführung und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!